Heute sehen wir uns an, wie wir unsere Gleise durch Dämmung flüsterleise bekommen. Dazu vergleichen wir drei Materialien, führen einen Fahrtest mit Dezibelmessung durch, sprechen darüber, wo das Ganze wichtig ist und ich zeige euch die Verlegung auf unserer H0E-Anlage. Willkommen zu einem Video der MOBA Manufaktur. Die drei Materialien Kork, Trittschalldämmung und Neopren. In der Tabelle könnt ihr sehen, wie viel davon jeweils 1 Quadratmeter kostet. Auch ist angeführt, wie die Befestigung erfolgt, wie der Zuschnitt läuft und wie formstabil es ist. Neopren ist am teuersten, dafür aber auch selbstklebend. Der Zuschnitt ist bei Kork und der Trittschalldämmung am einfachsten. Am formstabilsten ist Kork. Neopren federt aber immerhin wieder zurück bzw. entspannt sich sehr schnell wieder. Zum Messen der Dezibel benutze ich Smartphone und eine passende App. Natürlich macht auch der Motor der Lok Geräusche, was eine Messung grundsätzlich eher schwierig macht. Wir bewegen uns bei ca. 70 Dezibel. Vertraut aber auch mal auf euer Ohr. Hört ihr hier, wie hart und hölzern das ohne Dämmung klingt? Zur Geräuschmessung mit Dämmung verklebe ich Kork- und Trittschalldämmung nur mal mit doppelseitigem Klebeband. Wollt ihr mal diese Materialien benutzen, nehmt am besten einen Kleber, der elastisch aushärtet. Bei der Testfahrt bewegen wir uns großteils unter den zuvor genannten 70 Dezibel. Das Motorgeräusch ist aber trotzdem da und treibt den Wert nach oben. Wenn wir aber auf das Fahrgeräusch achten, man merkt deutlich, dass es jetzt sehr viel sanfter ist und nicht mehr so hart und hölzern klingt. Meiner Meinung nach erfüllen alle drei Materialien seinen Zweck für unsere kleine H0E-Anlage. Was meine ich nun mit Prioritäten? Nun ja, bei einer H0E-Anlage, wie wir sie aktuell bauen, haben wir zum einen kurze Züge, somit wenig Radachsen im Einsatz und wir fahren eher geringe Geschwindigkeiten. Beides Faktoren, die wenig Abrollgeräusch erzeugen. Somit ist die Anforderung an die Gleisdämmung nicht sehr hoch. Als Beispiel zeige ich euch hier Aufnahmen einer älteren H0E-Anlage.
Ganz anders sieht es jetzt bei Schnellfahrstrecken und langen Zügen aus. Es folgen als Beispiel Aufnahmen vom eher zügiger fahrenden ICE auf unserer H0-Anlage und Aufnahmen von Hupsis Anlage. Dort haben wir einen langen Güterzug, also sehr viele Achsen und einen IC1 bei der Bahnhofseinfahrt. Das alles sind Situationen mit eher hohen Anforderungen an die Gleisdämmung. Ist da das Abrollgeräusch zu hoch und mehrere solche Züge fetzen über die Anlage, wird das sehr schnell nervig laut. Extrem wichtig finde ich es auch, wenn ihr Gleise mit Kunststoffbeton verwendet. Als Beispiel das Märklin C-Gleis oder Rocco Geoline. Das ist wie ein verstärkender Resonanzkörper für den Schall. Ich habe mich diesmal fürs Neopren entschieden. Zum einen ist die Montage sehr einfach, da es selbstklebend ist. Der Preis ist nebensächlich, da ich nicht viel davon brauche und ich möchte wissen, wie sich das Material auf Langzeit bewährt. Zuerst schneide ich größere Flächen wie Schattenbahnhof und Bahnhof mal grob zu. Dann ziehe ich etwas Trägerfolie ab, richte es aus und verklebe es flächig. Anschließend wird es per Roller festgedrückt und an den Kanten entlang genau zugeschnitten.
Bei den Trassen selbst wird dann etwas gestückelt, so dass eben nicht zu viel Verschnitt ist und die Übergänge Sinn machen. Achtet beim Schneiden entlang der Kante auf eine neue Klinge und auf eine schöne Schneidbewegung. Das Messer sollte ähnlich wie beim Sägen auf und ab bewegt werden. Den meisten Vorschub der Klinge mache ich bei der Abbewegung. Durch die Kurven fällt natürlich schon auch etwas Verschnitt an und somit Müll. Das lässt sich aber leider nicht wirklich vermeiden. Das Ergebnis zeigt eine saubere Verlegung des Neopren. Die Kanten sind schön geschnitten, was dann später auch noch wegen Absturzsicherung und dergleichen wichtig ist. Auch die Segmentübergänge wirken sehr ordentlich. Nun können wir uns endlich der Gleisverlegung widmen. Neben den 3 getesteten Materialien kann man noch andere wie zum Beispiel Anti-Rutschmatten verwenden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr eure Gleise gedämmt habt. Oder womöglich habt ihr das Thema ganz ausgelassen? Ihr wollt kein spannendes Bauvideo von uns mehr verpassen? Dann bitte ein kostenloses Abo dalassen. Liken, hypen und teilen ist ebenfalls ein Muss. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.